Wir stoßen das Wasser in diesem Blister mit einem Magneten ab. Dies nennt man Diamagnetismus. Mein Name ist Simon und das ist meine Schwester Sarah. Wir schlagen vor, diesen Effekt für die berührungsfreie Handhabung von Stoffen nutzbar zu machen. In der Schwerelosigkeit ist man nicht wie auf der Erde durch die Gewichtskraft beschränkt. Die benötigten Magnetfeldminima können maßgeschneidert werden. Durch Verwendung von Neodym-Magneten entfällt jeglicher Stromverbrauch. Für ein Demo-Experiment ist uns folgende Frage eingefallen. Welche Gleichgewichtsverteilung nimmt eine gegebene Anzahl von identischen, sich gegenseitig abstoßenden Teilchen an, wenn sie sich nur auf einer Kugelfläche bewegen können? Die Gravitation stört die Kugelsymmetrie, weswegen sie ausgeschaltet werden muss. 2 Teilchen würden sich wohl an den Antipoden platzieren. 3 in einem gleichseitigen Dreieck, bei 4 entsteht wohl ein Tetraeder, bei 6 ein Oktaeder, bei 8, 12 und 20 die restlichen platonischen Körper. Doch was erwartet man bei 5 Teilchen? Eine dreieckige Bipyramide? Eine nasse Bismutkugel kann zwischen 2 Magneten festgehalten und mit elektrischem Wind eines Bandgenerators berührungslos aufgeladen werden. Polystyrenkügelchen konstanten Durchmessers lassen sich per Sputtering metallisch beschichten. Auf die Kugel angebracht laden sie sich auf, können die Oberfläche aber dank der Adhäsion nicht mehr verlassen. Beim Hinzufügen jedes weiteren Teilchens ordnet sich der Kristall neu. Bei großen Teilchenzahlen ist die Energie verschiedener Konfigurationen sehr ähnlich. Vielleicht ordnen sich 60 Teilchen wie ein Fullerene an, oder es entsteht ein Muster aus ungefähr gleichseitigen Dreiecken, das aber zwangsläufig Gitterfehler enthalten muss. Wir vermuten Ersteres. Das Thema jedenfalls ist brandaktuell, wie dieser Artikel aus Nature vom vergangenen Dezember belegt, in dem auch die hexagonale Lösung in der flachen Ebene gezeigt wird. Quantitative Vorhersagen sind aber erst dann möglich, wenn das abgeschirmte Coulomb-Potential realistisch beschrieben wird.